In meinem letzten Video seht ihr, wie ich die Wände gekalkt habe. Und in diesem Video, in diesem fantastischen neuen Video, seht ihr, wie ich dieses Fenster, beziehungsweise beide Fenster, neu einglas. Weil die sind fertig mit der Welt. Hier sind die Scharniere, Fenster auf, rausnehmen, fertig. Nur ich muss hier dann zumachen, weil dann die blöden Katzen hier reinkommen und in den Raum hier vielleicht reinkacken oder sowas. Denn Katzen sind so, alles was sauber ist, sind sie sauber, aber wenn irgendwo Baustelle ist, dann denken die, das ist eine Katzentoilette und kacken dann überall hin. Das ist der eine, das ist der andere. So, als Katzenschutz habe ich mir überlegt, nehme ich einfach Wasserkisten und hänge die da rein. Und dazu nehme ich natürlich das beste Wasser der ganzen Welt, die Albertusquelle sanft. So, aus Mangel an Platz, weil drüben ja der Raum nicht fertig ist, muss ich jetzt hier das machen. Die Werkbank bleibt aber hier. Aber da drüben der ganze Schmarrn an Regal kommt alles weg, kommt alles rüber. Und jetzt haben wir hier die Fensterflügel. Am Anfang habe ich da immer rumgeschliffen an den Fenstern und rumgemacht mit Schleifpapier. Das hat überhaupt nichts gebracht, hat ewig gedauert. Deshalb nehme ich jetzt immer einen Heißluftföhn von eBay für 15 €, einen gebrauchten. Was auch nicht schlecht funktioniert, ist ein Stemmeisen. Mit dem Stemmeisen geht es auch gut. Vielleicht sogar ein bisschen besser als mit der Spachtel. Ja, Stemmeisen klappt besser. Bei mir ist halt so, die Farbe ist so eine richtig alte, plastische, zugeschlossene Glanzfarbe. Da kannst du nicht schleifen. Die kannst du hier nicht schleifen, weil das Schleifpapier immer zugeht. Das ist unglaublich. Deshalb ist es für mich jetzt der Fall, dass ich es halt mit dem Heißluftföhn mache. Das müsst ihr halt mal probieren. Ich habe auch bei meiner Haustreppe oben, also bei meiner Innentreppe im Haus, auch alles probiert. Ich habe geschliffen, ich habe abgebeizt, alles für den Arsch. Dann habe ich zum Schluss angefangen mit dem Heißluftföhn und da hat es geklappt. Ihr müsst da ein bisschen rumprobieren und da findet ihr garantiert eine Lösung. So, ich habe jetzt das erste Fenster soweit entlackt. War eine Heidenarbeit. Also ich glaube, ich habe eine Stunde rumgemacht und mir tut auch das Knack weh. Boah. Tja, ist die Frage, ne? 4 Fensterflügel, 4 Stunden. Ob es sich wirklich lohnt. Aber es sind halt schon schöne alte Fenster, gell? Die kriegst du halt nicht mehr. Die baut da halt keiner so. Wahrscheinlich muss ich für Plastikfenster in der billigsten Qualität auch schon 150, 200 € zahlen, oder? Die mache ich ordentlich warm und dann kommt er von alleine. So, das sind jetzt die Glasernägel oder halt eben Nägel. Da ist noch einer. Und unten ist er eingesteckt. So, neues Papier. So, also ich würde sagen, das Holz ist noch wirklich sehr, sehr gut, oder? Da kann man doch nichts sagen. Bevor ihr das kauft, das sieht aus wie, das würde ich sagen, das könnte eine Lärche sein, eventuell. Also ich bin jetzt kein Holzfachmann. Da denke ich mal so, sind wir so ab 500 dabei. Und warum soll ich das wegschmeißen? Jetzt habe ich mir das Profil dahin gespannt ein bisschen, dann kann ich da besser schleifen. Und zwar klappe ich mir das Schleifpapier am Schwingschleifer immer gerne an der Ecke um. So. Und dann kann ich immer gleich 2 Kanten schleifen. Und der Winkel bzw. der Schwingschleifer geht hier unten an den Kanten nicht so kaputt. Der Rahmen ist jetzt abgeschliffen und wie man sehen kann, sieht er sehr gut aus. Da haben wir noch eine Kleinigkeit. Schauen wir mal, ob ich die irgendwie wegbekommen kann. So. Der Rahmen schaut jetzt wirklich super aus noch. Also was da rausgekommen ist, das ist unglaublich, oder?
Wunderschön. Am Anfang hat man gedacht, mein Gott, das Fenster ist im Arsch, aber so nach dem Schleifen noch ein wunderschönes Fenster. Und ich meine auch, dass das Lärchenholz ist. Das heißt, das würde die ganze Sache richtig teuer machen, wenn ich da jetzt neue reinmachen würde. Das nehme ich, damit der Kitt nicht so schnell austrocknet, weil wenn der Kitt an das nackige Holz hinkommt, kann es sein, dass er zu schnell aushärtet und dann eben Risse bildet, hier an der Kante dann später, also hier. Das heißt, ich nehme ein bisschen Leinöl, muss nicht viel sein, und mache hier innen, die Kanten bereite ich hier innen ein bisschen vor. So, das trage ich jetzt hier schön auf. So, das habe ich jetzt überall hier schön in die Kanten aufgetragen. Es riecht auch wunderbar, muss man sagen. So, das lasse ich jetzt trocknen. Am besten, wie gesagt, einen Tag trocknen lassen und dann können wir die Scheibe einsetzen. Die wir aber vorher noch schneiden. Fertig. So, zum Einglasen habe ich jetzt hier die Scheibe. Die habe ich jetzt nochmal mit Alkohol ein bisschen sauber gemacht. Dann brauche ich natürlich das Fenster. Die Firnis ist jetzt schon trocken und hat sehr gut abbunden. Dann drücke ich mir hier den so in die Fugen ein. Gut, und jetzt stecke ich die Scheibe unten in die Nut und setze sie ein. Ich glaube, so rum muss sie rein. Ja, das passt. Dann drücke ich sie gleichmäßig fest, also nicht hier Vollgas in der Mitte drücken, sondern wirklich mit Bedacht und ganz gemütlich rein. Und drückt den hier immer so in die Kanten rein. Der kann ruhig drüber schauen, das ist gar kein Problem. Super, fertig. Nee, fertig sind wir noch nicht. Und jetzt nehmen wir das Kettmesser, nehme ich so her und halte es hinten ein bisschen offen und fahre so entlang, damit der Kitt hinten noch reinrutschen kann und vorne schön geglättet wird auf der Kante. Das heißt, ich gehe so her, so, und fahre so rüber. So. Und dann wieder abziehen. So, jetzt mache ich unten noch die Wetterschiene, da fahre ich wirklich ganz knapp und ganz schräg entlang, damit es bis zum Holz einen schönen Übergang gibt. Wenn der Kitt kalt genug ist, kannst du ihn eigentlich so hochheben, aber der ist halt bockenweich noch. Obwohl er schon kälter ist. So. So, und zwar kommt jetzt nochmal der letzte Trick, beziehungsweise der vorletzte Trick. Ich nehme einfach nochmal ein bisschen Leinöl her und mache die Kanten schön. So. Den Kitt, was jetzt hier am Holz anliegt, den streiche ich natürlich dann auch einfach mit. Das war der vorletzte Trick. Und zwar nehme ich mir Kreidepulver und streue das so hin und
und nehme einen normalen Pinsel. Dann wird das Öl, was ich gerade auch aufgebracht habe, wieder gebunden und dann kann man später das Fenster easy sauber machen. Das Einzige, was ich beim Kitten blöd finde, ist, dass man da ewig warten muss, bis man streichen darf. So, dann kontrolliere ich nochmal mit dem Pinsel kurz und schaue, ob das alles weg ist, was ich weghaben will. So, und der Kit ist jetzt soweit trocken. Ein Tag später, 2 Tage später. Und wenn ich jetzt hier noch so unschöne Kanten habe, dann mache ich die mit dem Schaber oder mit einem Teppichmesser noch einigermaßen schön. Ich weiß nicht, ob man es jetzt gut sehen kann. So, dann mache ich hier so ein bisschen noch hübsch, damit man hier schöne Kanten hat. Und dann kann man das hier mit dem Lappen einfach noch mal ein bisschen abwischen und die Kanten noch mal ein bisschen verschönern. Und so habe ich einwandfreie Kanten und eine hübsche Kittkante. Das ist wunderschön. Für die Winkel habe ich noch einen Korrosionsschutz veranstaltet. Und zwar habe ich da hier das Obertrolöl genommen. Das ist sehr bekannt und beliebt in der Oldtimer-Szene. Und anschließend habe ich das mit dem Branto Corrux angemalt. Ja, und was habe ich jetzt eigentlich genommen? Das zeige ich noch mal kurz. Also die Scheibe habe ich vorher sauber gemacht mit Alkohol. Dann habe ich den Kit verwendet, habe angekittet, das Messer habe ich gebraucht, die Kreide zum Abkreiden, das Leinöl für den Rahmen vorher, ne, zum Vorbereiten und hier für die Bänder halt, falls man das braucht. Und dann noch einen kleinen Schaber, um hier die Reste schön abzustoßen, die noch auf der Scheibe sind. Ja, einbauen kann ich diese wunderschönen Fenster noch nicht. Aber wenn ihr später sehen wollt, wie die im Fensterrahmen aussehen, dann bleibt es einfach dabei und verfolgt meinen Kanal. Danke an alle, die mich schon abonniert haben. War echt top. Dankeschön. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Bleibt dabei.